Südtirol. Wir sind in Zierenberg. Oelzhausen. Oelzhausen, ja, zusammen mit Miri und Jan. Da ist Miri und Jan, ich zeige es dir mal gerade. Das Haus haben wir gerade eben gezeigt und das ist der absolute Hammer. Denn ihr habt so ein paar Designelemente dran gemacht, die das Haus natürlich massiv aufwerten. Kommt das so, wie es hier steht? Richtig, das kommt so, genau, außer der Inneneinrichtung und dem Ofen. So, der Ofen wäre aber optional erhältlich. Ja. Gut, das sieht Jan. Schon wieder sprachlos. Ja. Die Qual der Wahl im Moment, ja. Das eben war schon nicht schlecht, aber das hier stellt ja was ganz anderes dar, ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist schon fast überfordernd, weil die einfach, das eine ist schöner als das andere und dann denkt man, das ist schön und dann kommt das nächste aus, das ist einfach noch viel schöner. Überforderung, ja. So, auch das steht auf Rollen, oder? Auch das ist auf Rädern, ja. So, bleib mal gerade links neben mir, dass wir da mal ganz kurz das Ganze zeigen. Ihr dürft ruhig zu mir kommen, denn ich will es einmal komplett zeigen. Denn wenn du sowas hier hinbaust, spätestens dann werden die Nachbarn kommen und sagen, welcher Designer hat das entwickelt? Valeria Feist. Krass, oder? Es sieht aus wie ein Designerhaus und der Ofen da oben, der tut ihm richtig gut, oder? Ja, der macht auch schön warm. Der macht doch schön warm. So. Das ist hier, ihr habt sie nicht beheizt. Wir haben Glück mit dem Wetter. Ist ein Plus gerade, denn als wir gefilmt haben in Flensburg, da war der Schnee da. Hast du gesehen die Videos? Das sah aus wie im Winter. Also es war ja Winter. Ja. War schön, aber das hast du halt nicht so oft. Und das Haus hier, das ist eine besondere Bauweise. Sandwich nehme ich an, das in dem Fall? Oder was habt ihr gebaut? Genau, das sind Paneele und teilweise eben Holz. Ne? Also großteils sogar Holz. Großteils Holz. So, und das Ganze steht wirklich auf einem Fahrgestell. Ihr habt einen Stahlunterrahmen drunter gebaut, der kommt so mit. Genau. Und das Haus kann anschließend wieder bewegt werden, oder? Richtig, ja. So, kommen wir filmen mal gerade runter. Das Holz hier liegt natürlich dazu da, dass die Optik auch ein bisschen den Stahlrahmen verdeckt, der hier drunter ist. Also das Ganze ist in Stahl, wiegt auch richtig was. Das heißt also, es wird nicht von alleine wegfliegen, oder? Richtig, genau. Ihr kriegt dafür regelmäßig Baugenehmigungen in Deutschland, weil viele schreiben, dafür kriegst du doch nie eine Baugenehmigung. Das geht, oder? Ja, das geht. Mhm. Okay. Also die Leute glauben es gar nicht. Also Ja, also Wahnsinn. Im Internet kursiert das immer noch, ne, dass man einfach dafür nichts bekommt. Es kommt eben wirklich darauf an, ob man ein Tiny House anfragt, wie jetzt zum Beispiel das blaue hier mit dem Trailer, was wirklich wie ein Wohnwagen ausschaut, oder eben unsere Chalets und die gleichen wirklich in einem Holzhaus. ja, je nachdem, in welchem Land man ist, kriegt man für die übrigens, braucht man gar keine Baugenehmigung. Das ist nämlich eine Frage um bauter Raum, Größe und so weiter. Ich weiß, im Saarland, da gibt es eine Regel, da würde das sogar mit größter Wahrscheinlichkeit gehen. Denn 15 Quadratmeter oder sowas dürfen wir da einfach so hinstellen. Kommt drauf an, ob man ans öffentliche Kanalsystem geht. Ne? Ja, Also genau. wenn man Trümmertechnik hat, dann sollte es gehen. So, komm, wir gehen mal rein. Geht ruhig mal rein, dass wir das Ganze sehen. Es hat eine richtige Haustür mit drin. Und die Klingel übrigens, die Frage wurde relativ oft gestellt, was ist denn mit der Klingel? Da habe ich gesagt, die kannst du einfach dran kleben. Da gibt es drahtlose Systeme, die funktionieren sensationell. Also man muss hier nichts kaputt machen. Oder wir haben Specht aus Holz, der klopft an die Holzfassade. Das ist auch gut. Krass. Das ist der Ofen. Ja, den kann man drehen. Also den kannst du gerne den Griff nehmen und dann kannst du den so drehen. Miri, mach mal. Ach so, sie dreht ihn. Ah, okay, einfach so. Okay, komplett. Wow. Ey, ihr macht mich vollkommen fertig. Hier, dieses Haus hier, Jan, die Frage ist, wäre jetzt das, nebenan hieß nochmal? XL? Österreich XL. Österreich XL, wäre es Österreich XL gewesen oder ist es jetzt schon wieder da? Österreich XL immer noch. Ja. Das Sicher? liegt jetzt aber, das sind ja ganz verschiedene Bauarten. Genau, Bauartenstile. Man hat ein ganz anderes Raumgefühl. Das hier ist jetzt wieder ein moderner, genau. Genau, ja, mit Aber Tapete. ja, hat natürlich seinen ganz eigenen Charme. Boah, ist das krass schön. Guck mal da, das Sofa habt ihr aber so toll ausgewählt, dass jeder eigener Bereich natürlich die Möglichkeit hat, auf das Sichtfeuer zu schauen, hier mit dem Kamin, der da ist, der übrigens frei hängt. Das ist kein optischer Trick, Richtig. der da ist. Boah, es ist voll schön. Könnte ich mir im Prinzip so einen Ofen auch dann in dem anderen Haus einbauen, wenn ich das wollen würde? Theoretisch schon. Man muss eben schauen wegen den Abständen. Ne? Also der müsste dann eben mitten in den Raum. Ja. Und das muss man eben dann immer mit dem, Ja. genau, und das muss man immer mit dem Kaminkehrer dann absprechen, mit dem Schornsteinfeger. Genau. Aber theoretisch ja. Auch hier bin ich relativ sprachlos. Also es ist wirklich ein wunderschönes Haus. Auch gut, dass wir hergekommen sind. Denn
das Ganze kannst du eigentlich nur erleben, wenn du herkommst selber. Auf jeden Fall. Das sieht man auf den Fotos nicht, wie geräumig das wirklich ist. Ich glaube, im Video wird es schon mal besser, weil man die Kamerafahrten hat. Dann stelle ich mich ja auch oft gerne in die Ecke, weil ich weiß. Ich meine, ich muss dazu jetzt sagen, ich habe ja alle Häuser jetzt gesehen, die er bisher gefilmt hat durchs Video, aber es hat ein ganz anderes Gefühl, wenn man nochmal reinkommt. Das wirkt alles viel größer, viel geräumiger. Man sieht so richtig, wie das Licht reinkommt. Wie warm die Häuser doch sind, ne? Ja. Ja, auch hier hast du wirklich ein tolles Raumgefühl, weil die ganze Feuchtigkeit und so weiter kann entweichen über diese Zwangsöffnung, Lüftung, die ihr hier eingebaut habt. Und das ist wirklich ein tolles Element. Das heißt, man kann sie öffnen, teilweise nur 1, 2 oder 3, damit hier eben dauerhaft gelüftet wird. Und das Ganze auch an den höchsten Punkten, denn es gibt nichts Schlimmeres wie Feuchtigkeit und das ist damit quasi ausgeschlossen. Ne? Ja, es atmet das Haus. Ich stelle mich mal gerade in die andere Ecke rein, dass wir es mal sehen. Wir haben wirklich einen lichtdurchfluteten Raum mit viel Platz. Linke Seite, da haben wir die Sitzgarnitur. Hier ist die Esseinheit. Ich setze mich jetzt mal aufs Sofa drauf, blicke jetzt in den Raum rein. Gut, der Fernseher steht ja auf dem Tischchen drauf. Gut, wer so ein Haus ist, guckt eh kein Fernsehen mehr. Wer so ein Haus hat. Der Bodenvinyl, der ist dabei. Genau. Oder ist ein Loch drin? Ich gucke auf den Boden. Nee. Boden ist dabei. Alles ist dabei, was ich sehe. Das heißt also, alles, was beim Umkippen nicht rausfällt, hat alles, was fest verbaut ist. Die Valeria gesagt. Denn die Küche ist dabei. Der Kühlschrank ist dabei. Der ist jetzt hier eigentlich auch dabei. Der ist eigentlich fest verbaut. Wir wollten jetzt diesen freistehenden verwenden. Allerdings würden wir den im nächsten Haus dann auch ganz normal in die Küche integrieren. Okay, ist aber eine tolle Idee, wie man sowas machen könnte. Das heißt, du kannst also hier und es steht auch wirklich, es sieht toll aus. Ja, danke. Gerne. So, und dabei ein Franke Spülbecken habe ich schon gesehen. Hohe Schränke hier mit drin. Überall auch ordentliche Fenster mit drin. Ihr habt ja schon viele Kunden wohnen. Ihr gebt eine Garantie, 2 Jahre auf entsprechende Dichtigkeit und so weiter und so fort. Habt ihr da Probleme jemals gehabt mit den Häusern? Nein, bisher noch gar nicht. Also ganz normal, dass meine Front einen Kratzer hat oder so und man die austauschen kann über unseren Service. Aber ansonsten. Dass man feucht wohnt von oben, das habt ihr noch nicht gehabt, oder? Nein, das haben wir noch nicht gehabt. Hier natürlich wieder relativ viel Nach außen geht der Abzug, okay. So, Zanussi. So, da hast du hier noch die Wand mit drin. Ich gehe mal gerade noch mal einen Schritt zurück. Die Küche nochmal komplett sieht. Das ist die Küche. Miri, wenn du mal gerade einen Schritt zur Seite gehst, bitte, dann zeige ich mal gerade, ihr habt natürlich schön die Kaffeemaschine da reingemacht, die Steckdosen an der richtigen Seite mit drin. Hier ist der Herd mit eingebaut. Viel Platz, dass ich auch kochen kann. Also nicht so wie bei uns im Wohnmobil, das ja auch schon groß ist, muss man sagen. Dafür kann ich natürlich jeden Tag woanders hinfahren. Das geht hier nicht. Ich kann also nicht sagen, jeden Tag ein Schwertransport, immer montags. Ja, kommt mal vorbei, zieht es mir an eine andere Stelle. Das wird nicht gehen. Das Gute aber an solch einem Haus ist natürlich, wenn ich wirklich mal umziehen will, habe ich nicht das Problem, dass ich mir noch mal ein neues Zuhause suchen muss. Ich muss halt ein Grundstück finden, wo es drauf kommt, aber ja. Das stimmt, ja. Genau. So, großer Kleiderschrank. Sag mal, die Breite hier, was haben wir hier? 4 Meter? Unterschiedlich, wir haben ja so einen Versatz hier drin mit der Terrasse, ne? Aber wir sind auch ungefähr bei 4,60 Meter, 4,80 Meter. Genau. Das ist, glaube ich, so das Maximum, was geht auf der Autobahn, ne? Also wir hatten schon mal ein Haus mit 5,40 Meter. Das war aber wirklich Ende im Gelände und da müssten wir auch die Strecke mehrfach prüfen. Das wird dann etwas teurer dann. Ja, der Transport war auch teuer, ja. So, bitte mal den Schrank öffnen, Jan. Denn der passt natürlich jetzt wunderbar hier rein. Ist der dabei? Der ist dabei und ganz wichtig, da ist auch ein Waschmaschinenanschluss drin versteckt. Sieht man jetzt nicht so ganz so gut. Der ist quasi dahinter, genau. Ja. Hinter der Tür. Der Boiler ist dabei. Ja. Boiler ist dabei. Warmwasser hat man auch. Da ist noch eine Tür mit drin. Show Zierenberg, Vital kennt, ja. Die Valeria hat schon zu mir gesagt, wir werden die Fertigung mal besuchen dürfen. Hat sie mir angekündigt, gesagt, da durfte noch nie einer rein, aber der Fertiger hat gesagt, die haben das so toll gemacht, wir dürfen mal vorbeikommen. Das schaffen wir jetzt leider nicht, werden wir erst im Februar machen. Ja. Aber da kommen wir mal vorbei. Und dann guck mal hier, der Raum, der Vorraum hier, ist ja wichtig zum Anziehen, ja, dass du mal Platz hast. Oben drüber die Flächenheizung, die uns erstaunlich gut funktioniert. Also, richtig. Und gar nicht so viel, naja, ist ja alles relativ.
Aber wenn du überlegst, dass du natürlich hier für ein Heizsystem dann teilweise dann 10, 20, 30.000 Euro ausgeben kannst, da kann man schon sehr, sehr viel Geld natürlich in die Heizung stecken. Demnächst soll ja kommen Nachtstrom, sehr, sehr günstig. Also das ist im Anmarsch in Deutschland. Die Wege sind frei. In Frankreich haben wir es schon. Da haben wir Stromkosten von 12 Cent pro Kilowatt. Und die kannst du dann in Lithium speichern, kannst die wiederum abgeben. Speicherbatterien mittlerweile 10 Kilowattstunden. Ich schätze mal, dass die kosten nur noch, also Zwischenpuffer, 4.400 Euro. Okay. Also es ist, also um 10 kW zu speichern nachts, zahlst du 4.400 Euro, stellst sie in die Ecke und kannst sie dann tagsüber entnehmen zum kleinen Preis. Was kann ich mit 10 kW dann ungefähr anfangen? Das Haus hier 3 Tage. Ah, okay. Ja. 3 Tage mit Heizung. Okay. Also es ist wirklich Wahnsinn. Also wenn du wäschst, zum Beispiel 2 kW, die weg sind, hängt natürlich davon ab, du kannst der Waschmaschine zum Beispiel warmes Wasser schon zuführen. Machen viele. Das heißt also, du gehst hin, der Einlauf ist zum Beispiel direkt mit 40 Grad. Du musst natürlich aufpassen, was du reinsteckst. Ja. Das kann man regeln. Das machen viele, dann wird das nämlich mit Gas erstmal vorher erhitzt. Machen viele, das meiste geht zum Heizen drauf. Oder über Nachtboiler. Nachtboiler, ja. Bitte mal öffnen. Guck mal, wie sie lächelt. So groß. Das ist das zweite Zimmer, also eigentlich das kleinere. Ja. Nicht schlecht. Wie nicht schlecht. Sagt der Deutsche doch, wenn es sehr gut ist. Ja gut, viele wohnen ja in der Wohnung. Also es ist ja auch so, dass... Das ist sehr groß. Ja. Also ich meine, man steht ja im Prinzip in der Wohnung. Das ist jetzt nicht so, als würde ich hier irgendeinen Abstrich machen. Ja. Manche kommen von ihrer Stadtwohnung und dann ist das eher ein Upgrade hier als ein Downgrade. Von Platz meine ich. Ja. Was ich cool finde, ist, du guckst hier raus und du hast wenigstens noch ein bisschen Natur, die du dann sehen würdest. Also wenn ihr ein Grundstück habt, ein Baugrundstück, und da kann das Grundstück auch ruhig ein bisschen teurer sein, denn anschließend ziehe ich mein Haus woanders hin oder derjenige, der es kauft, kauft es mit dem Haus, kann sich sein eigenes Haus nochmal draufbauen. Ich kann mir viel auch frei halten, das ist das Coole. Das heißt also, ich kann warten, bis die Baukosten zum Beispiel auch mal sinken, steigen. 1 Jahr Lieferzeit circa im Moment. Habt ihr? Ja, also wir haben ja auch Serienproduktion und dann geht das immer deutlich schneller. Ne? Dann sind wir bei 3-4 Monaten. 3-4 Monaten. Genau, aber das ist dann wirklich bei ausgewählten Modellen und dann muss der Kunde eben gucken, ob er damit klarkommt, was wir da so designt haben. Das eine oder andere Haus habt ihr sofort lieferbar sogar, denn ihr verkauft das eine oder andere Musterhaus sogar ab. Das was da ist. Jeder Raum kann individuell geregelt werden, das sieht man hier. Bitte mal einen Schrank öffnen, Jan. Den gibt es dann 2-mal hier auf der Seite. Und es gibt die Möglichkeit, Zusatzhäuser zu kaufen, die dann im gleichen Design gefertigt werden wie das Haupthaus, wo man dann noch Sachen unterbringen kann, E-Bikes. Auch die sind gedämmt auf Wunsch. Richtig. Ja, gibt auch einfache Carports, da hat man dann auch Platz. Denn, ja, bitteschön. Ein wunderschönes Schlafzimmer. Ja. Auch wieder sehr geräumig. Man hat nicht das Gefühl, dass man in einen kleinen Raum reinkommt. Da steht ja schon ein relativ großes 1,40 Meter Bett drin. Ein riesen Kleiderschrank. Ja, ein großer. Der ist ja nun richtig groß. Der ist richtig groß. Also da kann keiner sagen, dass der zu klein ist. Ja. Fragen viele Frauen danach, nach vielen Kleiderschränken? Oh, also viele sagen wirklich, ach ja, ich bin bereit, 3 blaue Säcke abzugeben mit Klamotten. Also. Ja, aber die Schränke haben natürlich den Vorteil, da kannst du Boxen reinmachen, Euroboxen, Sachen auch mal unterbringen, übereinander. Da habt ihr auch Muster mit drin, wenn du mal gerade öffnest, Jan. Genau. Was sind das für Muster? Das sind teilweise Bodenmuster oder Gardinenmuster, ne, oder Polstermuster. Darf ich die mal kurz sehen? Das war nochmal so ein... Ich kann gerne, weil das ja klemmt, können wir die andere Tür mal aufmachen. Ah, okay, das geht auf der Seite. So, das ist jetzt... Hier zum Beispiel Bodenmuster. Ja. Und da kann man dann das kann ich mir im Prinzip alles auswählen jetzt für dieses Haus. Genau, und den gibt es auch noch in anderen Farben. Hier gibt es auch als Fischgrätenmuster. Fischgräten ist mein Favorit. Nur den haben wir jetzt, glaube ich, gerade nicht hier. Nee. Aber im neuen Belgien ist auch ein Fischgrätenboden. Mhm. Ja. Sehr schön. Sieht auch gemütlich aus. Gibt es Leute, die herkommen, direkt bestellen? Ja, hatten wir auch schon. Beim ersten Termin? Wir haben auch Leute, die anrufen und bestellen. Also wirklich dann nur mit einem Videotelefonat ins Haus gegangen sind und dann das Haus gekauft haben. Ja. Krass. Gibt's auch. Es Gut. gibt aber auch Leute, die kommen 5-6 Mal. Also es ist wirklich so individuell. Ist ja auch pandemiebedingt gewesen. Also teilweise sind die Leute dann auch zu Hause gewesen. So, großer Fernseher, der könnte hier an die Wand ran. Die Steckdosen sind hier schon vorgesehen. Also das ist mein Haus dann, ganz ehrlich. Wobei das... Es ist immer noch das Holzhaus. XL. Genau.
Der Geruch ist der Hammer in Österreich. Und dann so natürlich das atmungsaktive, das diffusionsoffene. Aber wie gesagt, das ist ja reine Geschmackssache. Das Haus ist jetzt weniger schlecht, ne? Das ist einfach nur dieses Holz, das Satteldach, das ist alles. Mensch, ihr macht es mir schwer, aber ich muss doch eine Position vertreten jetzt mal hier. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das mein Haus ist, sondern viele Geschmäcker bietet ihr an. Ihr macht das ja nicht aus Spaß, sondern weil die Leute wirklich verschiedene Häuser fragen. Und auch hier ein weißes Bad mal. Ja. Um alles zu zeigen. Mit einem Akzent hier auf der linken Seite habt ihr eine Akzentwand gesetzt. Und hier hat man schon das Gefühl, es wird wärmer. Eine Vorbautoilette, wie zu Hause. Das ist bisher das größte Bad, denke ich, was wir gesehen haben. Das kann gut sein, ja. Vom Raum her auf jeden Fall. Ja. Echtglasdusche. Und Und auch mit Ablage wieder. Und vor allem auch sehr groß. Also der Duschkopf ist sehr hoch. Da kann auch ein 2-Meter-Mann duschen, würde ich mich trauen zu sagen. absolut. Ja. Ja, und dann hast du hier die Ablage, da kannst du ein Shampoo, alles hinstellen, was du brauchst. Bitte nicht den Föhn. Im Prinzip kann man ja sogar dann noch. Ach so, jetzt ist die Lüftung an. Nicht schlimm. Achso, okay. Das ist kaum zu hören. Das heißt, die Man könnte sogar Lüftung nochmal geht. hingehen und oben einen Boden einbauen und zum Beispiel Handtücher verstauen. Könnte ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen. So, Armaturen. Wenn du mal kurz rausgehst, Jan, dann kann ich den Raum nochmal etwas besser filmen. Also hier nochmal Waschbecken mit drin. Ich schieße ihn nochmal komplett von außen, dann wird es, glaube ich, deutlicher, wie groß der Raum eigentlich ist. Hier auf der linken Seite hat man die Toilette mit der Wascheinrichtung und Dusche, Handtuch, Heizkörper auf der Seite. Kommt noch ein Raum oder war's das? Das war es jetzt tatsächlich, ja. Boah, ist riesig. Auch hier genau wahrscheinlich 50 oder ein bisschen weniger? Ja, nee, sind wir auch bei 50. Hat einen Grund, unter 50 Quadratmeter sagst du, ist ein bisschen einfacher am Baurecht. Genau, da muss man eben kein Niedrigenergiehaus bauen, wie man das heutzutage muss. Genau. Dann dein Fazit zu dem Haus? Das ist bisher also ich habe das Gefühl, dass das bisher das geräumigste Haus ist, wo man relativ viel Platz hat, egal in welche Richtung. Die Räume wirken ziemlich groß. Es hat einen sehr schönen modernen Charme und das wäre natürlich auch für jeden, denke ich mal, eine richtig gute Option. Also nicht nur alleine habe ich das Gefühl, könnte man hier einziehen. Tja, da könnte man sogar auf die Idee kommen, 5, 6 Häuser zu kaufen, so einen Park aufzumachen, dass die Leute dann wohnen können. Ja. Ich glaube, wenn das natürlich mobile Nutzung ist, Campingplatz, ist das Baurecht noch einfacher, oder? Genau, da muss man die Campingplatzverordnung einhalten und muss sich daran halten. Und dann kann man Habt ihr Kunden von Campingplätzen? Haben wir auch, aber nicht so häufig wie Privatgrundstücke. Liegt daran, eure Häuser sind natürlich massiver gebaut als die reinen Camping-Chalets, die ja nichts einhalten müssen, groß. Ich glaube, da wird gar nichts gefordert, irgendwie groß an Dämmungen so oder wenig. Wird bestimmt jetzt auch kommen, aber momentan ist es wirklich relativ frei, ja. Relativ frei. Ihr müsst ja alles einhalten letztendlich. Ja. Und ihr sagt, bitte anfragen, ihr könnt keine fixen Aussagen treffen, ob es geht oder nicht, entscheidet der Einzelfall in dem Fall, aber ihr sagt 85% kriegt ihr durch. Ja, also wir haben da wirklich gute Erfahrungen gemacht mittlerweile und wie gesagt, sobald die Gemeinden unsere Häuser sehen, dann ist die Einstellung auch schon mal ein bisschen positiver, weil es eben nicht aussieht wie so ein Tiny House, was man direkt im Kopf hat, wenn man Tiny House hört. Wasserzuführung und Frost, wie geht das? Also wir haben ganz normale Anschlüsse, Wasser-Abwasseranschlüsse und in der Regel entwickelt man halt das Begleitband, was sich dann thermostatmäßig anschaltet. Okay, das geht. Ja. Wunderbar. Frage beantwortet. Ihr merkt, Miri kann nicht fragen, was ich will. Die hat immer eine Antwort. Und auch das Haus hier hat ein richtiges Schloss mit einem Profilzylinder. Hier kann ich in den Raum schrauben, was ich will. Alarmanlage dran machen. Alles das. Wir sind bei der Vital Camp GmbH, ein Tiny House, 50 Quadratmeter mit dem Namen Südtirol. Und das ist sensationell. Heute ist der 9. Januar 2023. Danke fürs Einschalten. Abonniert German Television. Bitte drückt auf die Abo-Taste. Tschüss.